Alter Falter. Konnichiwa, minasan! Wir sind's wieder von Sansurokai. Zurück mit einem neuen Video. Ja, und ihr werdet es nicht erraten, wir haben schon wieder etwas zum Essen für euch. Ja, wir haben hier etwas von Peyang, nämlich Yakisoba, also Trockenfutter. Die Details dazu wird euch jetzt Heinleins dann präsentieren, aber vorher komme ich noch mit meinen Kalorien wieder ums Eck. Also die Kalorien für 114 Gramm, also für diese Schachtel hier, das sind 579 Kalorien. Oh, das finde ich jetzt ein bisschen für so einen Nudelsnack schon ein bisschen viel, aber vielleicht sind ja auch viele tolle Dinge drin, ich weiß es nicht. Die Details gibt es jetzt von Heinleins an. Hi, so das. Also, wir haben hier Yakisoba von Peyang, wie es der Bernd gerade schon gesagt hat. Interessanter Name, also wie ihr sehen könnt, sieht ganz heiß schon aus, sieht schon ein bisschen chinesisch auch aus. Goku Geki Kara Tantan ist der Name. Und die Ramen oder diese Yakisoba, haben jetzt schon eine lange Historie, weil eben viele Videos dieser Yakisoba im Netz kursieren, weil sie so scharf sind. Also ihr werdet es dann gleich sehen. Wir testen sie natürlich auch und wartet einfach mal ab, wie unsere Reaktion ist. Und eins schon vorweg, wir sind, 2 der 3 Affen sind eigentlich Schärfe gewöhnt. Ja? Bernd sage ich schon. Andy. Ja, ich bin äußerst gespannt, wer die letzten Videos gesehen hat. Der weiß, ich mag es nicht so scharf. Der letzte Test mit den Chips, die hätten auch scharf sein sollen, hat sich herausgestellt, dass die eher mild waren. Hier bin ich jetzt echt gespannt, weil es so viele Reaktionen darauf gibt, wo der wirklich, wirklich scharf war. Von daher bin ich schon gespannt, wenn ich dann später was probiere. Aber ansonsten von der Verpackung her sieht super aus. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal kurz den Ort, gehen runter in die Küche und bereiten das zu. Das seid ihr natürlich mit live dabei. Dann kommen wir wieder hoch und dann geht es ans Eingemachte. Absolut, noch 2 kleine Worte. Wir haben eine Sansurokai Clubhausküche. Ihr werdet sie gleich sehen, ziemlich cool. Und noch ein Wort zu dem edlen Spender. Ihr habt es letztes Mal schon, beim letzten Video schon gesehen, die Rie Miyauchi hat uns auch diese Testversion dieser absolut genialen Yakisoba zukommen lassen. Unser herzlicher Dank und ich glaube, wir müssen das sowieso nachbestellen. Also ich kann mir vorstellen, wenn die nur halb so gut schmecken, wie sie aussehen, dann brauche ich dann einen 10er-Pack. Warten wir es mal ab. Also dann, let's go zur Clubhausküche. Im perfektesten Japanisch ist es beschrieben, von A nach B zu ziehen. Ihr seht es hier ganz gut. Also das erste ist einfach mal von A nach B ziehen. Ich ziehe mal von A nach B. So. Und wir nehmen die Inhaltsstoffe heraus. Das da hier ist die Teufelssoße. Da freuen wir uns gleich drauf. Und dann haben wir natürlich noch hier ein bisschen Gemüse. Das packen wir natürlich gleich wieder rein. Das muss nämlich drauf. So. Am besten reinschütteln. Reinleeren. So. Und jetzt kommt die magische Zutat. Wer wird es glauben? Wasser. Wasser, und zwar heißes Wasser. Salt Water. Kann man es einfach rausschütten so? Ja. Ich versuch's mal. Wir machen zu. Und Technik sei Dank, wir warten 3 Minuten. Für euch ist es aber gar nichts. Ja, quasi ein Katzensprung. Ein Cat Jump. Ich muss noch mal was zur japanischen Genialität sagen. In Taiwan haben wir letztes Mal was ausgepackt. Da habt ihr gesehen, das ging sehr schwer. Japaner wieder genial, hier A, B, ganz gut beschrieben, aber dann kommt C und nicht, dass man irgendwie dann von der Seite einfach aufzieht, sondern da ist ein extra Hebel, dann schiebt man rüber, dann schüttet man das Wasser ab und dann zieht man alles ab. Aber es kommt jetzt gleich noch, ich wollte es euch nur zeigen, ich bin begeistert. Kadabra. 3 Minuten sind vorbei. Wir kommen zum nächsten Teil unserer Zubereitung und zwar gießen wir das Wasser jetzt ab und wie vorher schon gesagt, es ist nicht einfach so, dass man es ganz abzieht und abgießt, sondern man hat hier einen extra Abzieher und was auch noch richtig toll ist, hier seht ihr 2 Sterne. In der Beschreibung steht, man soll hier ganz vorsichtig halten und von da dann abgießen. Das machen wir jetzt. Aber jetzt erst machen wir hier auf. Haha, schau mal schön, oder? Jetzt nehmen wir die 2 Sterne in die Hand und gehen hier rüber. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen mitkommen kannst. Und wir gießen ab. Genau. Gut abschütteln. Gut abschütteln. Ja. Männer kennen das. Männerhaushalt. Ja. So, das passt. Und jetzt alles abziehen.
Tada! Aber sieht lecker aus. Sieht eigentlich schon gar nicht schlecht Sieht aus. fast alles Grünes rausgefiltert. Das ganze Filter, das Grüne ist noch rausgefiltert. Ich War besser versuch's Ausfall. wieder reinputzen ein bisschen. So, jetzt brauchen wir noch mal Stäbchen, um rumzurühren. Jetzt kommt aber mal der absolute Abschluss. Die Hot Sauce. So, und jetzt wird vermischt. Dem ganzen Zeugs. Weil oftmals, weißt du, es gibt so Gewürze, die kitzeln schon so in der Nase, dass man schon weiß, das ist scharf. Aber hier würde ich mal sagen, ist es eigentlich. Andi ist noch ganz entspannt. Also Ja, nee, da kann entspannt sein. Also Aber ich guck schon gespannt drauf. ich sehe da schon, ja. dass das keine Herausforderung für uns wird. Gut, wunderbar. Also merkt euch meine Worte. Ja, das war's. Wir können es gleich merken, ob Gut, es stimmt. dann sehen wir uns oben wieder. Da sind wir wieder. In alter Frische. Ihr habt es gerade gesehen, wir haben die tollen Nudeln zubereitet. Hier seht ihr sie nochmal. Da stehen sie und warten auf uns. Und dadurch, dass der Andy ja eigentlich unser Warmduscher ist, hätte ich fast gesagt, in Bezug auf Schärfe, darf er anfangen. Andy, Ich bin schon echt gespannt. the stage is yours. Ist es gut gemischt? Ich bin gespannt, ob sie wirklich so scharf sind. Lass mal dran riechen. Aha. Lecker riechen sie, da Lecker riechen sie? kann man nichts sagen. Okay. Alter Falter. Ist so schlimm, oder was? Ja. Boah. Ist natürlich jetzt etwas. Ja, danke, aber mir brennt's gut, ey. Andi, bremst. Oh, alter Falter. Also ich muss sagen, ich bin ja koreanisches Essen gewöhnt. Ja, ist ja auch gerne mal ein bisschen scharf, aber diesen Abgang sind die Nudeln schon gut drauf. Also man merkt, dass die scharf sein sollen. Die sind scharf, ja. Oh, Lecker. aber bei mir übersteigt es deutlich die Skala, ey. Boah. Also ich muss sagen, schön ist daran, gib mal noch mal. Oh, keine mehr. Also schön ist daran, Geht aber Andi. also bevor Finde ich geil. man hier mit der Schärfe konfrontiert wird, schmeckt man nach was es schmecken soll. Und dann weiter hinten wird es dann schon deutlich scharf, ne? Das ist geil. Also, Bei mir brennt schon alles, ey. Andi, da geht noch eins, oder? Ich muss noch heute ein Karate-Do-T-Shirt an, da muss noch was gehen. Weil ich finde die voll geil. Also ich kann die essen, das ist genau meine Schärfe, ey. Das ist top. Boah, Wahnsinn. Ich lieb die. Also es ist jetzt nichts, was ich jeden Tag essen würde, aber wenn ich Lust auf scharf habe, das ist genau Immer noch nicht, ey. die Schärfe, die man da braucht. Boah. Ich fange halt schon zu schwitzen, ey. Ich sehe gerade an die. Geht nichts mehr, oder wie? Bernd, Ja, komm. komm, wir haben uns weg. Ja, Aber weg. bei mir geht's eigentlich ganz gut. Jetzt lässt es ein bisschen nach, aber trotzdem, ey. Cool. Ja, ja. War schon nur ein bisschen gegessen. Das ja. Weiß nicht, vielleicht ein bisschen Hackfleisch. Aber voll geil. Ja, ist ein bisschen Fleisch. Also es sind auch noch geschätzte 3 Gramm Fleisch drin. Alter Falter, ey. Super gut. Bist du? Weißt du, komm, wenn du willst. Ich esse gern. Ja. Das fällt mir gerade auf. Die Getränke haben wir in der Küche vergessen. Ja, stimmt, ja. Hätte es gut noch was gebraucht zum Runterspülen. Na gut, hier, der Highlight, meins mal wieder wirklich. Der leckt hier die Schüssel noch aus. Sind echt gut. Also meine absolute Empfehlung ist genau meine Schärfe. Ich kann Andy gut verstehen, also jemand, der nicht oft scharf ist. Und da hat er schon Probleme damit. Aber jemand, der After Death isst oder Tabasco trinkt wie Saft, der kommt damit ganz gut zurecht. Also, Komplett leer gemacht. Hier. in Bezug auf Yakisoba Instant ist das meine Nummer 1. Muss ich sagen. Aber liegt auch daran, ich esse halt ganz scharf. Ne? Absolut. Bernd, was sagst du dazu? Also sprich, kurze Zusammenfassung. Also jeden Tag brauche ich nicht Schärfe, aber wenn ich mal richtig scharf essen will, dann sind die schon vorne mit dabei. Ja. Vor allem halt auch, sie sind nicht nur scharf, sie schmecken auch nach was. Ja, aber ich kann das nicht leiden, wenn es nur scharf ist,
Das gibt mir nichts, ja. Also, ja. Damit ist Essen dann versaut und deswegen, man muss noch was schmecken. Absolut, absolut. Von dem Geschmack habe ich lang was gehabt. Bisschen was habe ich geschmeckt, bevor es dann angefangen hat zu brennen. Und immer Andy, da hast du vielleicht später auch noch was davon. Das brennt ja immer zweimal, sagt man. Ich hoffe nicht, aber für mich deutlich 2, 3 oder auch 4, 5 Nummern zu hart. Aber gut, es war einfach zu machen. Packung spielend leicht aufgekriegt und auch super erklärt. Das hat man bis jetzt noch nicht in der Art jemals gesehen bei so Instant-Nudeln, so von dem her top. Kann ich weiterempfehlen. Und wenn nicht alles ganz schief läuft, muss ich sagen, oder kann ich sagen, die gibt es in jedem Fall in unserem Shop. Also allein schon, weil ich sie so gern mag. Also ich bin ein großer neuer Fan von den Dingern. Voll geil, richtig schön scharf. Es brennt immer noch leicht im Mund. Und ja, also auch wie du sagst, Bernd, zuerst hast du den Nudelgeschmack nur. Also es gibt viele Gewürzpasten, die sind gleich von vornherein scharf. Aber hier merkst du, zuerst schmeckst du die Nudeln noch und plötzlich dann kommt diese brutale Schärfe im Hintergrund. Also es ist schon scharf, es ist schon, also es brennt immer noch im Mund, aber es ist verkraftbar. Ihr seht es ja an mir. Also. Ich habe es auch überlebt. Genau. Andi hat es überlebt. Ja, absolut. Also, absolute Empfehlung und ja, wir haben, weißt du, was wir vergessen haben? Nee. Sansarukai Banzai. Banzai haben wir vergessen, okay, gut, aber... Egal, war trotzdem gut. Ja, absolut. Also, dann würde ich sagen, testen wir weiter und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Sayonara, Minasan.